Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im Zuge der Tutorial-Reihe möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr Datenfelder auf euren Garmin-Uhren einstellen könnt. Ihr habt ja bei Garmin die Möglichkeit, hier eigentlich fast für alle Uhren eigene Datenfelder einzustellen, also je Workout. Das ist egal, ob ihr zum Beispiel eine Forerunner 265 habt oder auch eine Forerunner 955 oder eine Apex 2 oder was natürlich auch noch gibt, ist zum Beispiel die Forerunner 255, als auch natürlich hier die Phoenix 7. Es ist vom Prinzip her immer dasselbe, auch das gleiche bei der Venue-Reihe. Der große Unterschied ist eigentlich nur hier, dass wir verschiedene Datenmöglichkeiten bzw. Datensätze zur Auswahl haben. Aber wie gesagt, das Vorgehen ist hier dasselbe. Ich werde das Ganze jetzt hier mit der Apex 2 zeigen, weil sie einfach mehr Daten hat bzw. die meisten Datenfelder hier anbietet und euch einfach mal hier durchführen, wie ihr eure Datenfelder individuell gestalten könnt bzw. einrichten könnt. Ihr habt einmal die Möglichkeit, die Datenfelder hier auch direkt auf die Uhr einzurichten. Das heißt, ihr könnt in die Aktivität hineingehen. Das können wir mal ganz kurz machen. Und wenn ihr hier oben zum Beispiel auf Laufen geht, das wählt ihr dann rechts oben aus, dann bekommt ihr hier ins Laufmenü hinein. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Trainingsplan, das überspringen wir jetzt mal ganz kurz. Dann habt ihr hier die Option, auf die mittlere Taste zu drücken, auf der linken Seite. Wenn ihr da länger drauf drückt, dann kommt ihr hier in die Laufeinstellung hinein. Und hier habt ihr dann auch die Möglichkeiten, das Feld Datenseite auszuwählen und hier die Datenfelder individuell selber zu gestalten, beziehungsweise dann auch hier oben neue hinzuzufügen. Ich finde das Ganze aber etwas schwierig und fummelig gelöst und daher mache ich das eigentlich jetzt nur noch über die Handy-App bzw. über Garmin Connect, weil es einfach hier viel einfacher auszuführen ist bzw. einzurichten ist. Hierfür gehen wir jetzt einfach mal in die Garmin Connect App hinein und dann gehen wir oben hier auf das Uhrensymbol. Das ist die Uhr, die ihr dann hier ausgewählt habt. Wir sehen hier, bei mir ist es eine etwas längere Liste aktuell, also bei euch wird es wahrscheinlich anders aussehen. Aber wie gesagt, das Vorgehen ist bei allen Uhren das gleiche. Ihr wählt jetzt hier in dem Fall die Apex aus und dann kommt ihr in das Auswahlmenü der Apex-Uhr. Und da haben wir auch schon als ersten Punkt Aktivitäten und Apps. Das ist auch da, wo wir jetzt direkt hinwollen. Da gehen wir jetzt einmal rein. Und dann bekommen wir hier alle Aktivitäten angezeigt, die ich hier einmal auf die Uhr als Favoriten hinterlegt habe. Aber natürlich auch hier unten bei Hinzufügen komme ich auf die Aktivitäten, die natürlich jetzt noch nicht auf der Uhr enthalten sind. Ihr habt bei nahezu allen Aktivitäten die Möglichkeit, hier die Datenfelder einzustellen, sei es der Ultrarun, als auch Laufband oder Mountainbiken oder E-Bike. Also wie gesagt, hier ist wirklich alles möglich. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal fürs Laufen machen, da gehen wir jetzt mal rein und dann kommen wir auch hier schon in die Übersicht hinein. Hier oben gibt es dann das Feld Trainingsseiten. Ihr seht schon, ich habe einige Datenfelder schon eingerichtet. Die ersten zwei Datenfelder sind jetzt von mir selber, beziehungsweise die Standardfelder. Dann haben wir hier Laufeffizienz 1 und 2. Das sind auch Garmin Standardfelder. Das sind also von Garmin selber vordefinierte Felder. Die erscheinen aktuell jetzt noch mit dem HM Pro Gurt. Das ist dieser Gurt hier. Der kann zum Beispiel Laufeffizienzwerte ermitteln. Das Ganze geht auch mit dem Plusgurt oder auch mit dem Pod. Und dann bekommt ihr hier die Werte angezeigt. Das sehen wir dann hier auch. Definiert sind hier Feld 1 bis 3. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Balance, Bodenkontaktzeit oder die Bodenkontaktzeit und die Schrittfrequenz werden zum Beispiel hier dann in diesem Feld angezeigt. Ebenfalls ist das Kartenfeld hier standardmäßig dabei. Wir sehen dann hier Pace, ansteigend Pace, das sind Felder, die ich jetzt selber eingerichtet habe und die Leistungsanzeige ebenfalls. Ja, wie geht das Ganze? Ihr habt einmal die Möglichkeit, Datenfelder zu entfernen, die ihr jetzt nicht haben möchtet. Dafür gehen wir jetzt einfach mal auf Bearbeiten und dann geht hier so ein Feld auf. Zum Beispiel Rundenzeiten nicht möchtet, geht ihr einfach auf das Minus und dann wird das Ganze hier auch entfernt. Ihr habt darüber hinaus auch die Option, die Datenfelder zu sortieren. Das heißt, also ihr könnt jetzt sagen, okay, die Karte möchte ich jetzt nicht hier auf diesem Feld haben. Dann geht ihr einfach auf die drei Striche und dann wird das Ganze hier ausgewählt und dann kann ich das hier runterziehen. Und dann sind es das Datenfeld hier auf der letzten Seite, beziehungsweise wenn ihr jetzt oben auf der Pace-Seite seid, also hier oben auf der ersten Seite und direkt in die Karte wollt, dann müsst ihr nicht einmal komplett durchscrollen, dann habt ihr die Möglichkeit auf die Uhr dann einfach direkt hochzugehen und dann bekommt ihr die Karte als zweites Feld angezeigt und könnt auf die Karte schauen. Das wäre zum Beispiel eine Option, um einfach das Ganze hier etwas zu verkürzen. Wenn wir dies dann ausgeführt haben, gehen wir jetzt einfach mit dem Pfeil zurück und so sehen wir jetzt schon mal das Ganze hier neu definiert. Ja, wie lege ich jetzt aber neue Datenfelder an? Ihr habt die Option hier unten auf Datenseite hinzufügen zu gehen, das ist das Plus. Und dann kommen wir hier auch schon in die Übersicht. Und wir sehen hier bei der Garmin-Uhr haben wir zum Beispiel die vordefinierten Felder wie Herzfrequenzanzeige oder auch den Stamina-Wert. Also das ist der Wert, der euch anzeigt, wie viel Kraft ihr noch habt und das Ganze abbaut. Wir haben jetzt hier den virtuellen Partner. Das zeigt euch dann beim Laufen an,
ja, wir können da eine Zeit hinterlegen und sagen, okay, ich will 6,30 laufen und dann bekommt ihr so ein Männchen angezeigt, das euch einfach anzeigt, ob ihr jetzt die Pace gehalten habt im Schnitt, also beim Laufen insgesamt beim Schnitt, oder ob ihr dahinter seid. Dann haben wir noch den Kompass, die Höhen, die Musikfunktion und die Uhr. Ich denke, das Ganze ist dann auch etwas selbsterklärend. Wir möchten an dieser Stelle aber ein eigenes Feld definieren. Wir gehen jetzt einfach hier auf benutzerdefinierte Daten und dann habt ihr die Option hier zwischen ganz vielen Datenfeldern auszuwählen. Hier bekommt ihr jetzt eine kleine Auswahl angezeigt an vordefinierten Datenfeldern. Dabei geht es jetzt darum, wie viele Daten ihr euch anzeigen lassen wollt. Heißt also ein Feld, also ein Datenfeld, dann ein Datensatz oder 3 Datensätze. Beziehungsweise natürlich kann man hier zwischen den verschiedenen Feldern auch auswählen. Bei 4 werden zum Beispiel gibt's übereinander Quadrat und 3 Reihen. Ihr seht, hier gibt es wirklich eine große Vielzahl. Wir nehmen jetzt einfach mal 4 Felder, das wählen wir jetzt mal aus. Und dann bekommen wir jetzt hier auch schon das Layout angezeigt. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Felder hier zu definieren. Gehen wir einfach in Feld 1 hinein. Und dann bekommen wir jetzt wirklich eine riesen Liste an Daten angezeigt. Also wie gesagt, bei der Apex 2 Phoenix 7 ist es natürlich hier extrem viel. Das ist natürlich bei einer 400, 255 und 65 etwas weniger. Aber wir sehen schon, wir haben hier wirklich eine große Möglichkeit. Einmal wird das Ganze unterschieden hier in Time-Felder, Distanzfelder oder Pace-Felder, aber natürlich auch Stamina, Schrittfrequenz. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch grafische Sachen anzeigen zu lassen oder Diagramme. Dafür gibt es hier unten nochmal extra das Feld grafisch, da gehen wir mal rein. Und hier bekomme ich alle Sachen angezeigt, die hier eine grafische Unterstützung haben. Das heißt zum Beispiel für die vertikale Bewegung, die bekommt ihr dann oben angezeigt als Grafik, aber auch die Herzfrequenzanzeige oder zum Beispiel auch hier die Pace Pro Anzeige und die Stamina Anzeige. Das gleiche ist dann hier auch bei Diagrammen. Das sind hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei der Herzfrequenz ein Übersichtsdiagramm haben möchtet, wie ihr in welcher Zone wie lange unterwegs wart, gibt es zum Beispiel hier das Herzfrequenzdiagramm oder dann zum Beispiel hier das Pace-Diagramm, wo dann auch das gleiche nochmal in Pace eingeteilt wird. Ich möchte mir zum Beispiel jetzt ein Feld bauen, bei dem ich jetzt einmal die reale Zeit sehe und die angepasste Pace, beziehungsweise dann die Leistung, die ich laufe, weil ich einfach mal Leistung sehen möchte, und meine Rundenzeit, also beziehungsweise wie lange ich schon hier mein Workout durchführe. Um mir die Leistung grafisch anzeigen zu lassen, gehe ich jetzt einfach, wie schon gesagt, ins Grafische hinein und da wähle ich mir dann das Leistungsfeld auf, nämlich Leistungsanzeige. So, und dann haben wir jetzt hier oben auf Feld 1 grafisch die Leistung. Dann möchte ich die reale Pace haben, also die Pace, die ich jetzt hier tatsächlich laufe. Das ist hier unter einem Pace-Feld. Und da sehen wir hier auch schon, gibt es ein Pace-Diagramm wieder und die Pace bzw. angepasste Pace. Ich möchte jetzt aber erstmal die Pace haben. Und dann sage ich zum Beispiel in Feld 3 möchte ich jetzt die angepasste Pace haben. Das ist die Pace, die mir Garmin am Berg errechnet. Also es ist einfach die Pace, da sagt Garmin, okay, du läufst jetzt eine Steigung von 2 oder 3%. Das machst du gerade mit einer 37 in der Realzeit. Die angepasste Pace wäre im Flachen, also wenn ihr es flach laufen würdet, wäre zum Beispiel hier 6,30 und so bekommt ihr dann die 6,30 angezeigt, um einfach das Ganze etwas besser einschätzen zu können. Da gehen wir mal ins Pacefeld hinein und sagen uns hier zum Beispiel an die Steigung angepasste Pace. Das haben wir dann auf Feld 3 und auf Feld 4, da haben wir den Timer schon ausgewählt. Das ist dann die Zeit, die ich dann hier das Workout durchführe. Und dann speichern wir das Ganze ganz einfach und sagen, okay, das ist dann gespeichert und dann habe ich jetzt schon mein erstes Feld definiert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal hier reingehen und uns nochmal ein Feld definieren, euch dann auch Trainingseffekte anzeigen zu lassen. Dafür gehen wir jetzt nochmal hier zum Beispiel auf 5 Felder und dann kriegen wir auch wieder vordefiniert hier Timer, Timer, Timer. Das ist jetzt hier der Slot. Dann gehen wir hier in Feld 3 und es gibt gerade im Bereich Herzfrequenzfelder doch einige Daten, die man sich hier anzeigen lassen kann. Und ich möchte zum Beispiel einen aeroben Trainingseffekt haben, dann könnt ihr dann hier auf 3 legen, beziehungsweise dann auf 4 auch den Gegenpart, den anaeroben Bereich, das nehmen wir jetzt hier. Und dann könnt ihr euch auch direkt hier Trainingseffekte auf der Uhr anzeigen lassen. Und so könnt ihr dann individuell für eure Uhr dann das Ganze einstellen. Wir gehen jetzt mal auf Speichern. Und wie schon gesagt, wenn wir dann hier auf Bearbeiten gehen, können wir dann die Felder auch hier nochmal so hinziehen, wie wir das Ganze brauchen. Und es ist auch so, die Uhr synchronisiert es dann direkt hier auf die Aktivität. Das können wir jetzt auch gleich nochmal sehen. Gehen wir hier zurück. Und dann ist das Ganze hier auch schon mal gespeichert. Wie gesagt, es funktioniert hier auch komplett für alle Aktivitäten, die das Ganze unterstützen. Also auch für Wandern, Laufen, Radfahren. Also das ist alles dabei. Da können wir es dann hier einrichten. Da gehen wir jetzt einfach mal in Laufen. Und da sehen wir jetzt auch gleich, jetzt kriegen wir nochmal den Trainingsplan angezeigt, dass die Datenfelder dann auch hier enthalten sind. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, da oben ist dann die Pace, die angepasste Steigung bzw. die Pace selber und der Timer.
Und dann haben wir hier zum Beispiel den Anstieg insgesamt und Abstieg insgesamt und dann hier die beiden Trainingseffekte. Und so könnt ihr dann, wie gesagt, eure Uhr individuell gestalten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Stamina, die schon vordefiniert eingerichtet worden ist. Das ist von Garmin selber. Die Pace, die habe ich mir nochmal selber eingerichtet. Und so habt ihr dann, wie gesagt, die Option, das nach euren eigenen Themen einzurichten. Eine weitere Sache, die es noch gibt, die habe ich jetzt ganz vergessen, und zwar, das ist noch bei Aktivitäten-Apps, habt ihr auch natürlich die Möglichkeit, bei Garmin Connect IQ Datenfelder herunterzuladen. Das ist natürlich dann auch nochmal interessant, wie man das Ganze hier verwendet. Da geht ihr auch nochmal hier auf Datenseite hinzufügen und da habt ihr auch die Option dann hier unter benutzerdefinierten Daten, wählt ihr dann ein Feld aus, weil viele Datenfelder natürlich auch mehr Platz verwenden, und dann geht ihr einfach hier auf Feld. Und dann gibt es hier oben den Punkt Connect IQ Felder. Und ihr seht auch, da steht jetzt 0 von 2. Das heißt einfach, ihr könnt hier maximal 2 Connect IQ Felder nutzen. Da gehen wir jetzt einmal drauf. Und wir sehen hier, ich habe jetzt hier 3 Stück heruntergeladen. Die Stride Zone zum Beispiel nehme ich dann hier für mein Stride Foodpod. Und dann speichere ich das Ganze. Und wenn wir jetzt hier auf die Apex Uhr gehen, das Ganze beim Laufen mal anschauen, gehen wir jetzt mal rein. Da sehen wir jetzt auch hier, das sind hier die Datenfelder, die schon definiert waren. Und dann kommen wir als nächstes, als nächstes bekommen wir dann hier den Stride angezeigt, beziehungsweise die Powerfelder. Das müsst ihr dann einrichten entsprechend. Ja, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen weiterhelfen, wie das Ganze geht. Es ist wirklich mittlerweile sehr einfach eingerichtet und auch nicht mehr so umständlich, wie es früher einmal war. Ihr habt natürlich auch die Option, wenn jetzt ihr schlecht ablesen könnt, immer nur ein Datenfeld mit Zeit zu machen, ein Datenfeld dann mit Herzfrequenz. Dann habt ihr das Ganze von der Schrift her auch ein bisschen größer, weil ich habe jetzt schon mal im Kommentar auch 2-3 Mal gelesen, dass es dann Probleme gibt beim Lesen, weil die Schriftgröße ändern selber ist leider momentan nicht möglich. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich verlinke dir mal die Playlist rund um Garmin hier oben, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir unten auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.